Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Ich bin heute bei Sera zu Gast und ja, der liebe Olli, der zeigt uns heute mal, was hier bei Sera so abgeht. Kurze Info davor, ihr hört es an meiner Stimme, seine Stimme ist genauso ja, leider. liegt wohl am Wetter, aber ich denke mal, wir kriegen das hin, ansonsten müssen wir halt mit Untertiteln Ganz arbeiten. bestimmt. Ja. So, herzlich willkommen hier bei uns bei Sera. Ich freue mich, dass du da bist, Sascha. Wir befinden uns hier in unserem Seminarraum. Das ist auch ein bisschen unser Showroom. Hier sehen wir auf der Seite die Becken unserer Aquascaping Challenge vor 2 Jahren. Das eine oder andere Becken haben wir ein bisschen umgestalten müssen, aber im Großen und Ganzen laufen die Becken wirklich seit 2 Jahren absolut stabil. Und hier haben wir eine ganz grobe, schöne Übersicht über unsere Produktrange. So, und ihr seid ja eigentlich Spezialisten für Futter, Medikamente und Pflegemittel. Das ist richtig, Sascha. Da sind wir, glaube ich, hier genau richtig, ne? Ja, ganz genau. Hier stehen wir vor unserem Sortiment für die Süßwasseraquaristik. Natürlich angefangen mit unserem Klassiker, Sera-Vipan. Haben wir bereits seit über 50 Jahren auf dem Markt. Natürlich nicht mit der gleichen Rezeptur. Wir gehen natürlich mit der Zeit und passen die Rezeptur regelmäßig den aktuellen wissenschaftlichen Stand an. Und ihr habt auch speziell jemanden dafür, der das Ganze analysiert, überwacht und auch wieder... Ja. Zum einen, also wir haben natürlich unser eigenes Labor, wo wir eine eigene Qualitätskontrolle machen. Wir haben natürlich auch Wissenschaftler im Labor. Wir haben Veterinäre, wir haben Parasitologen, wir haben Biologen und auch Chemiker, die auch immer die aktuelle Literatur oder Forschung verfolgen und dementsprechend auch immer unsere Produkte, vor allem unser Futter, dem aktuellen Stand der Wissenschaft anpassen. Das ist schon mal sehr cool, ja. Ja, immer top-notch. So, natürlich haben wir nicht nur Flockenfutter. Als nächstes hätten wir unser Vipacran. Klassisches Granulatfutter für die Aquaristik. Wobei ich selber inzwischen eher zu diesem Futter tendiere. Die Welt bleibt natürlich nicht stehen. Inzwischen haben wir unser eigenes Insektenfutter auf der Basis von Mehlwurmlarven. Die Welt bleibt nicht stehen. Und wir versuchen natürlich auch aus ressourcenschonenden Gründen ein bisschen weiter vom Fischmehl wegzukommen und auch neue Futterquellen zu erschließen, was in diesem Futter sehr gut gelungen ist. Wir haben das Fischmehl komplett durch Insektenmehl ersetzt. Das ist cool. Ist ja eigentlich auch natürlicher, weil die meisten Fische in der Natur ja auch Insekten fressen. Ja, ne? in der Tat. Erschließt sich ja eigentlich Ja, daraus. ganz Ne? genau. Ja. Ganz besonders möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir inzwischen unser komplettes Futter auf Nature umgestellt haben. Erkennt ihr hier an der Signatur. Was bedeutet Nature? Nature bedeutet ganz einfach, dass wir unser Futter komplett ohne die Verwendung von künstlichen Aromastoffen, Farbstoffen oder auch Konservierungsmitteln herstellen. Also ist wirklich nur das drin, was auch wirklich rein muss und nichts, was wirklich zu unnötiger Ballast wäre. Okay. Gehen wir uns mal weiter zu unserem Wasseraufbereitungsprogramm. Natürlich der Klassiker, jeder wird es kennen, Aquatan. Sollte nach jedem Wasserwechsel mit ins Wasser rein. Erklär doch mal vielleicht für die Zuschauer, was genau macht das? Also in vielen Regionen Deutschlands haben wir natürlich hervorragendes Wasser, wo es nicht unbedingt notwendig ist, einen Wasseraufbereiter zu verwenden, aber fängt damit an, dass die Wasserwerke unter Umständen Chlor dem Wasser hinzusetzen oder man hat zu Hause Kupferleitungen im Haus, was natürlich für die Aquarienbewohner, seien sie Wirbellose oder auch Fische, alles andere als zuträglich ist. Und hier kommt unser Aquatan ins Spiel, was diese gefährlichen, unter Umständen sogar toxischen Stoffe bindet und neutralisiert, sodass absolut keine Gefahr für die Aquarienbewohner besteht. Natürlich haben wir auch Produkte, um eure Wasserwerte entsprechend euren Pfleglingen einzustellen. Fangen wir mal an mit unserer KH-pH+. Oft ist es ja wirklich so, dass die Leute, die in Weichwassergebieten wohnen, lieber gerne Fische hätten, die hartes, alkalisches Wasser benötigen und die Leute, die im harten, alkalischen Gebiet wohnen, lieber Fische pflegen, die Weichwasserfische haben. Man will halt immer das, was man nicht hat, ne? Ganz genau. Und hier haben wir genau das Richtige für die Leute, die in Weichwassergebieten wohnen, mit einer niedrigen niedrigen Carbonathärte, sodass der pH-Wert meistens niedrig ist und noch nicht sehr abgepuffert ist, haben wir hier KH-pH+. Perfekt, um die Carbonathärte und damit auch den pH-Wert anzuheben. Einfach ins Wasser geben und fertig, laut Anweisung. Und für diejenigen von euch, die den pH-Wert und damit auch vor allem die Carbonathärte absenken möchten, haben wir hier KH-pH-, auch ganz einfach laut Anweisung vorsichtig ins Wasser dosieren und die Wasserwerte dementsprechend einstellen. Und dann habe ich gesehen, habt ihr noch 2 Produkte, die mir auch schon sehr ins Auge gefallen sind, schon des Öfteren. Und zwar Toxivec und Nitrivec. Was hat es denn damit genau auf sich? Ein Bio-Nitrivec ist ein fein zermahlenes Gesteinsmehl in einer flüssigen Lösung mit Reinigungsbakterien. Das heißt vor allen Dingen, wenn ihr direkt den Wasserwechsel gemacht habt, könnt ihr damit sofort wieder euer Filter und euer Becken neu wieder mit Reinigungsbakterien animpfen. Und was eigentlich noch viel geiler ist in meinen Augen,
ist unser Toxivac. Denn gerade bei neu eingerichteten Becken und so weiter kommt es ja schnell mal vor, dass man Nitritpeak hat. Und in dem Fall, gerade bei größeren Becken, stellen wir uns vor, ihr richtet ein 1000-Liter-Becken ein und habt einen Nitritpeak und wollt jetzt das Nitrit schnell runterbringen. Die eine Option wäre ein Wasserwechsel, aber dann einfach mal 700, 800 Liter Wasser wechseln, geht ganz schön ins Geld und kostet Zeit und ist eigentlich eine Art Wasserverschwendung. In dem Fall kommt wirklich unser Toxivac ins Spiel. Einfach die entsprechende Menge ins Becken dosieren und das Nitrit wird komplett neutralisiert bzw. gebunden. Okay, und dann über den Filter abgeführt oder wie? Das Ganze wird gebunden, fällt aus und ist damit nicht mehr gefährlich. Es ist definitiv aus dem Wasserkreislauf entfernt. Okay, also nicht wie bei Aktivkohle, dass es dann nach einer Zeit wieder abgegeben wird, sondern es ist komplett gebunden. Es ist komplett gebunden weg. und es wird nicht mehr auftauchen. Korrekt. Ja, cool, das ist eine Ja. sehr feine Sache. Gerade bei großen Becken. Ich stehe vor der Wahl, ich mache eine Stunde Wasserwechsel oder ich investiere 2 Minuten, um Toxi wegzudosieren. Ich nehme die 2 Minuten. Wir sind natürlich nicht nur als Hersteller für Futter- und Pflegemittel bekannt, sondern auch als Pharmaunternehmen. Das heißt, wir produzieren unsere eigenen Medikamente, die auch bei uns im Haus entwickelt werden. Seid einer der wenigen, die das überhaupt noch machen und überhaupt noch dürfen, ne? Ja, in der Tat. Sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir wirklich noch die Branche, die Aquaristik unterstützen. Denn sind wir uns ganz ehrlich, wenn wir unsere Fische nicht mehr selber medikamentieren können, dann wird es wirklich eng. Denn welcher Aquarianer geht mit seinen Fischen zum spezialisierten Fischtierarzt? Der normale Tierarzt ist ja meistens leider überfordert. Und auch hier sind wir natürlich innovativ. Wir sind nicht stehen geblieben, denn wir müssen leider damit rechnen, dass der Gesetzesgeber uns immer weiter einschränken wird, was die Medikamentenauswahl betrifft. Und deshalb haben wir bereits vor einigen Jahren unser Phytomet auf den Markt gebracht. Rein auf pflanzlicher Basis. Die Medikamente wirken genauso gut wie die klassischen chemischen Präparate. Nur muss man im Regelzeit mit einer etwas längeren Wirkdauer rechnen. Als Beispiel habe ich jetzt hier das Tremazid genommen gegen Haut- und Kiemenwürmer. Früher hat man ganz klassisch Praziquantel genommen, den Wirkstoff. Ist seit einigen Jahren in Deutschland verschreibungspflichtig. Praziquantel hat wirklich den Vorteil, ich dosiere es und innerhalb von 12 bis maximal 24 Stunden sind sämtliche Würmer tot. Den gleichen Effekt habe ich auch mit dem Tremazid. Allerdings nicht in dieser kurzen Zeit. Hier müssen wir etwas mehr Geduld haben. Ja, 3 bis 5 Tage. Wir haben das gleiche Resultat. Okay, ja, aber wie gesagt, pflanzlich und macht auf jeden Fall auch Sinn. Ja. Ja, wir können wirklich nach wie vor mit Stolz sagen, dass wir ein Vollsortiment zur Behandlung von Fischkrankheiten haben. Alles, was nicht verschreibungspflichtig ist, haben wir im Sortiment. So, dann habt ihr ja noch Dünger, habe ich gesehen. Oh ja. Das ist jetzt so das Basic-Sortiment eigentlich so für den normalen Aquarianer, würde ich sagen. Da ist alles abgedeckt, ne? Ja, ganz genau. Zum einen haben wir natürlich mit unserem Florena den Basisdünger für die Leute, die es sich einfach machen wollen. Ist alles auf Wochendüngung ausgelegt, Ganz ne? genau, unser Dünger ist komplett auf Wochendüngung ausgelegt, also nicht wie viele Scaper, dass wir wirklich jeden Tag nachdosieren müssen. Wir machen es so einfach wie möglich für den Endverbraucher, dass man wirklich nicht, sich nicht Werte nachmessen muss oder sonst was, sondern einfach einmal die Woche die dosierte Menge ins Becken geben und Wunschlos glücklich sein. Ja, da habt ihr dann noch dieses Flora 1 bis 4, habe ich gesehen, ne? Ganz genau, hier können wir einfach gezielt, wenn wir feststellen, wir haben ein Defizit im Becken, können wir einfach gezielt nachdosieren. Angefangen mit Kohlenstoffdünger, mit CO2, Eisendünger. Unser Eisendünger ist auch UV-stabil, das heißt, auch wenn ihr eine UV-Lampe im Betrieb habt, fällt das Eis nicht aus. Dann natürlich ein Mikrodünger mit verschiedenen Mikronährstoffen, die einfach fehlen können. Und natürlich ganz, ganz wichtig, wenn man einen üppigen Pflanzenwuchs haben möchte, ein NPK-Dünger. Also wie gesagt, so einfach wie möglich und so Ganz effektiv genau. wie möglich. Ganz genau, wir versuchen den Leuten so viel Arbeit wie möglich abzunehmen. Und natürlich auch, wenn ihr Wurzelzehrer habt, haben wir natürlich auch Düngertabletten, Florinette. Gerade für Echinodoren oder Kryptokorin Ganz genau. super geeignet, ja. Und auch wahrscheinlich, um es unter den Soll zu packen, wenn der Soll mal ein bisschen erschöpft ist, oder? Wenn der ein oder andere Soll benutzt. Ja, ist nun mal so. Der Soll speichert ja auch nicht ewig die Nährstoffe. Genau. Korrekt. Einfacher geht's nicht. Ja. Ja, sind wir jetzt eigentlich mit dem Regal hier durch, aber ich habe gesehen, den Oscar haben wir nicht gewonnen, ne? Aber ihr habt hier schon einige Auszeichnungen. Ja, in der Tat. Im Laufe von 50 Jahren Firmengeschichte heimst man natürlich den einen oder anderen Preis für seine innovativen Produkte ein. Ganz besonders stolz darauf sind wir, dass wir 3-mal hintereinander Gewinner des Pet Awards Produkt des Jahres sind. Mit Siporax. Dieses Jahr mit unserem Siporax Nitrat Minus. Siporax selber ist ja jetzt nicht so neu, aber uns fallen natürlich immer wieder neue Spielarten ein, was man mit dem Siporax machen kann. Im Jahr davor waren wir Gewinner mit unserer Futter Nature Linie, da habe ich euch vorhin ja schon ein paar Sätze zu gesagt. Und das Jahr vorher mit unseren Aquatanks, mit unseren Aquarien und unserem dazugehörigen Dropship-Konzept, worüber ich euch gerne später noch ein bisschen was erzählen kann. Ja, cool. So, dann stehen wir hier vor dem Banner, wo die Aquarien drauf sind. Dann gehen wir noch mal weiter zu den Aquarien. Da habt ihr nämlich auch ziemlich geile Sachen. Und jetzt auch noch, um
um mal eine Frage zu beantworten aus Instagram. Ich habe nämlich, wo ich hierher gefahren bin, auf Insta eine Frage gestellt und da kam die Frage auf neue Produkte oder was habt ihr an neuen Produkten am Start? Ja, fangen wir direkt erstmal an mit unseren eigentlichen Aquarien, bevor wir zu den Neuprodukten kommen. Wir haben natürlich nicht nur Technik und Pflegeprodukte, Futter und so weiter, sondern auch Technik. Natürlich auch Aquariensets. Hier zum Beispiel unsere Aquatanks, für die wir ja vor 2 Jahren auch den Pet Award gewonnen haben. Haben wir jetzt mit 3 verschiedenen Unterschränken. Wir haben den Unterschrank in 80 cm Höhe, 90 cm Höhe, 1 Meter Höhe. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Verkleidungsfarben, dass ihr euch wirklich die Farbe eures Unterschranks individuell aussuchen könnt. Und auch die Größe der Becken ist unterschiedlich. Von den Grundmaßen sind sie alle identisch. Alle haben sie 81 x 40 cm. Aber wir hätten einmal die 96 Liter Variante in 30 cm Höhe. Dann die 128 Liter Variante in 40 cm Höhe. Und noch die 160 Liter Variante in 50 cm Höhe. Natürlich könnt ihr bei uns nicht nur den Unterschrank und die Beckengröße individuell aussuchen, sondern auch die Beleuchtung. Zum einen haben wir hier unsere Fixture, eine Aufsetzleuchte, in die bis zu 3 LED-Röhren hineinpassen. Aber ihr könnt eure LED-Röhren auch frei über dem Becken aufhängen. Und wenn ihr seht, ihr habt hier mehr als genug Platz. Wenn ihr einen starken Lichtbedarf habt, könnt ihr bis zu 5 oder auch teilweise 6 LED-Röhren nebeneinander platzieren. Und ihr habt, Wie leistungsstark sind die pro Röhre? hängt natürlich von der Länge ab. Achso, stimmt. Ja. Das ist auch von Lichtfarbe zu Lichtfarbe ein bisschen unterschiedlich. Also Okay. lässt sich leider keinen Pauschalwert sagen. Okay. Aber ihr habt ja gerade auch nach Produktneuheiten gefragt. Und hier kommen wir zu einer unserer Produktneuheiten, die in absehbarer Zeit auf den Markt kommen werden. Wir wollen natürlich nicht nur das offene Konzept mit offenen Aquarien präsentieren, sondern auch geschlossene Aquarien. Der eine oder andere hat ja das Problem, das fängt damit an, dass er eine Katze zu Hause hat oder dass ihm einfach die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung zu stark steigt. Er keine Lust hat, 2-mal die Woche das verdunstete Wasser aufzufüllen. Und in absehbarer Zeit wird, wie gesagt, diese Abdeckung auf den Markt kommen. Wir haben das Ganze auf der Interzoo zwar schon dem Fachpublikum vorbestellt, aber der klassische Endverbraucher weiß natürlich noch nichts von diesem Produkt. Das ist jetzt eure Gelegenheit, uns eine von unseren Produktneuheiten zu sehen. Exklusiv. Also, ist noch ein Prototyp. Wie ihr seht, auch hier mehr als genug Platz, um eine ordentliche, erkleckliche Anzahl an LED-Röhren im Becken zu Wie befestigen. viel passen maximal rein? Müssten 5 oder 6 sein. Okay. So. Ja, was mir am meisten Sinn macht bei eurem Becken, bei den offenen, ist ja das Kontra einiger Aquarienbesitzer, die sagen, ja, offene Becken, wir springen die Fische raus. Da habt ihr euch ja was super Geiles einfallen lassen, und zwar diese Stege hier, einmal ringsrum. Ja, ganz genau. Eine einfache und komplizierte Lösung, um einfach das Herausspringen ein Großteils der Fische zu verhindern. Ist natürlich klar, wenn ihr jetzt stark oberflächenorientierte Fische pflegt, wie Schmetterlingsfische oder auch viele Killifische, wird das nicht am Rausspringen hindern. Aber 90% der Aquarienfische könnt ihr damit sicher daran hindern, aus dem Becken zu springen. Ja, gerade an den Ecken ist ja immer so die Gefahr, dass die Fische rausspringen, Ja, weil die genau. sehr eckenorientiert sind. Das habt ihr auf jeden Fall sehr gut gelöst. Und auch von der Optik her, also man sieht es kaum. Das ist ja, glaube ich, Weißglas, was da eingeklebt ist, ne? Opti-Weißglas. Sieht jedenfalls so aus. Also man erkennt es nicht auf Anhieb. Ich kann euch sagen, es ist kein Weißglas. Bei Weißglas würden sich die Becken in einer ganz anderen Preiskategorie bewegen, aber wir haben schon ein Glas genommen mit einem sehr hohen Weißanteil oder mit einem sehr geringen Grünanteil, sagen wir es besser so, ja. Okay. So klar oder so weiß wie möglich. Ja, dann habe ich gesehen, für die Cubes, was ihr habt ihr auch eine neue Abdeckung? ganz genau. Also es ist eigentlich dasselbe wie von dem Aquatank, ja. Aquatank, ja. Ja, ganz genau. Die Cubes vom Prinzip her genau das gleiche Konzept wie die Aquatanks. Ihr habt die Schränke in 3 verschiedenen Höhen. Könnt auch hier mit 6 verschiedenen Farben die Tür variieren. Und auch hier bei einer Grundfläche von 40 x 40 cm gibt es die 50 cm hohe Variante, die 40 cm hohe Variante und die 30 cm hohe Variante. Und auch hier bringen wir demnächst eine geschlossene Abdeckung auf den Markt. Ja, und da wir jetzt schon von den Aquarien gesprochen haben, von den Unterschränken und so weiter und so fort, zeig uns doch mal, wie so ein Unterschrank in Aktion aussieht. Ja, Du hast sehr hier gerne. 3 Schaubecken stehen. Die Unterschränke stehen ja schon seit einiger Zeit. Dass ihr wirklich seht, in den Unterschrank passt wirklich einiges rein. Ja, da ist gut Platz drin, ja. Angefangen von der CO2-Anlage, Filter, alles, was man so benötigt im Laufe des Aquarianer-Alltags. Den Filter habe ich ja bei mir auf dem Kanal auch schon mal vorgestellt. Bin ich übrigens sehr begeistert von. Ultra leise Ja, in der Tat. und ja, echt coole Technik. Ja, wartungsarm, lässt Ja. sich leicht reinigen. Ja, Hat sich unsere Technik was Gutes einfallen lassen. auf jeden Fall, ja. So, von den Aquarien kommen wir jetzt zum Hardscape. Da wird es aber noch mal ein komplettes Video auf dem YouTube-Kanal von Serra geben, wo ich ein bisschen was dazu erzähle.
Aber jetzt erzählst du erstmal für meine Zuschauer ein bisschen was ihr so im Sortiment habt. Ja, wir haben inzwischen ein relativ großes Sortiment an Hardscapes. Angefangen mit verschiedenen Wurzeln in verschiedenen Größen. Weiter zu unseren Scaperwoods. Die sind auf einer Granitplatte verschraubt. Was den Vorteil hat, dass ihr wirklich das Ganze ohne euch um Auftrieb und so weiter sorgen zu müssen direkt im Becken platzieren könnt. Und natürlich haben wir auch eine kleine Auswahl an Steinen. Angefangen beim normalen Lavagestein. Mini-Landschaft. Genau. Eigentlich unter dem Namen Mini-Landschaft bekannt. Bei uns haben wir den Namen Grey Rock. Das hat ganz einfach den Grund, wir bedienen ja nicht nur den deutschen Markt, sondern auch den internationalen Markt. Und ein Schwede, ein Südafrikaner oder ein Holländer kann sich natürlich unter dem Namen Mini-Landschaft wenig vorstellen. Deshalb ein eher englischsprachiger Name. Ja, macht Sinn. Ja, in der Tat. Unser Steinrock Grand Canyon. Ist versteinert das Holz eigentlich, ne? Ja, ganz genau, in der Tat. Und wenn man genau hinschaut, sieht man hier auch ein bisschen die Strukturen. Ja. So. Rock Desert, mein persönlicher Lieblingsstein. Ich habe zu Hause ein Becken mit sogenannten Wüstenkerblingen, Cyprinodon. Passt genau zu den Fischen aus Arizona. Also Ja, passt, ja. Und unser Rock Asia Pagoda. Wie ihr hier seht, den müsst ihr vorher unbedingt noch reinigen. Also einmal schön Ganz abspülen. genau, ganz genau. Machen wir unten weiter mit einem Evergreen aus der Aquaristik. Wahrscheinlich schon seit den 50er oder 60er Jahren eines der beliebtesten Gesteine, Lochgestein. Gerade die Freunde der Ostafrika-Fraktion nutzen das ja schon seit Jahrzehnten. Hier muss man allerdings aufpassen, dass das Ganze das Wasser ein bisschen aufhärtet. Ja. Unser Rock Quartz Grey. Wenn ihr den Namen Quarz hört, könnt ihr euch schon denken, es ist ein Silikatgestein. Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass was ins Wasser abgegeben wird, mehr oder weniger 0. Okay. So, dann sind wir, glaube ich, durch. Ja, und dann sehe ich das klassische Dojo, habt ihr mir auch eins zugeschickt, ne? Vielen Dank auf jeden Fall nochmal dafür. Ja, sehr gerne. Und glaube ich, findet ihr in jedem Laden, der, glaube ich, Serra im Angebot hat, findet ihr auch so ein Teil? Mehr oder weniger alle unsere Partner, die auch unser Hardscape-Konzept führen. Ja. Definitiv, ja. Sehr gute Könnt Geschichte ihr- auf jeden Fall. Genau, könnt ihr euch selber zu Hause eure Beckenmaße ausmessen und dann vor Ort einrichten, welches Hardscape möchtet ihr haben, was passt genau in euer Becken rein. Um einfach zu Ort zu gucken, welche Steine nehme ich mit nach Hause und welche lasse ich hier. Genau. So, jetzt möchte ich euch noch kurz ein bisschen was zur Historie von Serra erzählen. Wir sind ja bereits seit 1950 auf dem Markt. Hier in unserer Vitrine haben wir das ein oder andere Futter aus unserer Geschichte gesammelt, dass man wirklich auf einen Blick sieht, wo kommt Serra her. Einfach hier mal als Beispiel der Klassiker, unsere ersten Vipan-Dosen. Das waren die allerersten? Noch mit der stylischen Nixe drauf, ja. Okay. Dann geht's weiter. Ja. Ganz genau, die klassische Vipan-Entwicklung. Ihr seht doch viele Produkte sehen, die es heutzutage nicht mehr gibt. Zum Beispiel hier Tubipan. Vielleicht erkläre ich euch bei Gelegenheit gleich noch, wo der Name Serra Vipan herkommt. Ja, mach doch mal. Das Ganze setzt sich aus zwei Sachen zusammen. Zum einen den lateinischen Namen für Leben, Viva, und Pan für Brot, also Brot des Lebens oder Lebensbrot. Ah, okay. Manchmal kann es so einfach sein. Ja, was Muss man gelernt, erst ja. mal den Hintergrund wissen, ja. Krass. Und das ist wirklich jetzt alle einmal in der Historie. Ja, wenn wir jetzt hier sehen, hier die aus den 90er Jahren und so weiter, ist jetzt nichts mehr dabei. Aber alles, was man heutzutage fast schon als antik bezeichnen würde, ist dabei die ersten 10, 15 Jahren. Und wenn wir hier schauen, die ein oder andere Medikament, die wir hier haben, haben wir auch nach wie vor auf dem Markt. Zum Beispiel Ciprinopur. Odinopur dürfen wir ja leider inzwischen nicht mehr haben. War ein sehr, sehr wirksames Mittel gegen Odinium. Costapur nach wie vor eines unserer besten und wirksamsten Medikamente, ein richtiger Klassiker. Und natürlich sehen wir unten auch schon die ersten Teichfutter, die wir hatten. Ah, okay. Wir sind ja nicht nur Aquaristikproduzent, sondern wir haben auch ein sehr großes Teichsortiment. Ja. Aber jetzt genug Theorie und von der Vergangenheit. Kommen wir zurück zur Gegenwart. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie unser Futter hergestellt wird. Das klingt auch sehr gut. Gehen wir mal in die Produktion. Auf Los geht's. geht's. So, und die Futterproduktion seht ihr im nächsten Video. Deswegen Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und beim nächsten Mal das Video nicht verpassen.